Was ist ein autonomes, intelligentes System überhaupt? Zerstört zu viel Technik nicht die Umwelt? Und was hat der Bananenkonsum der ÖsterreicherInnen mit AIS zu tun? Das schauen wir uns in den nächsten 15 Minuten gemeinsam an. Mein Name ist Lara Lammer und ich entwickle autonome, intelligente Systeme für eine bessere Welt. Damit wir alle dasselbe verstehen, wenn wir von autonomen, intelligenten Systemen reden, brauchen wir ein paar Definitionen. Was ist das nun, ein autonomes, intelligentes System? Eine Maschine, ein Ding, ein Werkzeug, ein technisches Artefakt, das autonom, also selbstständig sein soll und intelligent? Was versteht man unter Autonomie oder Intelligenz? Schauen wir uns ein paar Begriffe an, die uns vielleicht geläufiger sind. Wie zum Beispiel Roboter. Eine Maschine, die selbstständig Befehle ausführt. Dazu muss ein Roboter zielgerichtet handeln, Stichwort Autonomie, und sich in einer verändernden Umgebung zurechtfinden. Dann haben wir den Begriff künstliche Intelligenz. Da kommt das Wort Intelligenz schon mal vor. Historisch gesehen hat man die künstliche Intelligenz auch entwickelt, um die menschliche oder tierische Intelligenz besser zu verstehen. Mittlerweile kann man sagen, dass eine künstliche Intelligenz aus gesammelten Daten lernt und neue Daten generiert. Dann gibt es noch das Internet der Dinge. Da geht es um Maschinen oder technologische Artefakte, die miteinander kommunizieren, Daten sammeln und diese untereinander austauschen. Manchmal ist auch ein Mensch an der Schnittstelle dieser Kommunikation beteiligt. Weiters gibt es noch die virtuelle Realität. Sie soll uns Menschen in eine digitale Welt versetzen, manchmal auch nur teilweise. Stichwort Augmented oder Mixed Reality. All diese Technologien sind Teile eines AIS oder bilden in verschiedensten Kombinationen miteinander ein autonomes, intelligentes System, AIS. Definitionsgemäß findet sich ein AIS idealerweise in einer sich verändernden Umgebung zurecht, handelt zielgerichtet, löst selbstständig Probleme und ist gleichzeitig lernfähig. Was braucht ein AIS, um selbstständig Probleme zu lösen? Es braucht zum einen physische Teile, die in der Außenwelt agieren, und zum anderen die Fähigkeit, Probleme zu lösen, auch wenn sich die Bedingungen der Welt ändern. Sensoren sind Teile, mit denen AIS ihre Umgebung registrieren können, zum Beispiel Kameras, Ultraschallsensoren oder Lasersensoren wie LIDAR zählen dazu. Aber auch ein Mikrofon oder Touchscreen ist ein Sensor. Das Internet der Dinge besteht aus vielen Sensoren. Mikrocontroller sind kleine Computer, die Sensordaten verarbeiten und Befehle an Effektoren schicken. Wie zum Beispiel die Motoren eines Greifarms einschalten oder einen Ton abspielen. Effektoren können die beweglichen Teile eines Roboters, die Aktoren sein, wie zum Beispiel Arme oder Räder. Sie können aber auch Informationsausgabestellen sein, wie ein Bildschirm oder eine VA-Brille oder ein Lautsprecher, mit dem der Roboter über Ton oder Sprache mit uns kommuniziert. Mit Sensoren, Mikrocontrollern und Aktoren funktioniert ein Roboter eigentlich schon. Noch fehlt ihm aber die Lernfähigkeit. Dazu braucht es maschinelles Lernen und oft auch viele Daten, die in einer Datenbank abgelegt werden. Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Algorithmen aus dem maschinellen Lernen. Vielleicht schon von Reinforcement Learning, Deep Learning oder künstlichen neuronalen Netzen gehört? Das sind alles Computerprogramme, die eine Maschine lernfähig machen können. Die mathematischen Formeln, die dahinter liegen, nennen wir Algorithmen. In der Elektrotechnik und Informationstechnik, kurz ETIT, beschäftigen wir uns mit all diesen Komponenten und bauen sie auch zusammen zu komplexeren Produkten wie Roboter, KI oder autonome intelligente Systeme. Schauen wir uns noch kurz an, warum die meisten Menschen eine ganz andere Vorstellung von Robotern und KI haben.
Im Bild sehen wir 3 Automaten aus dem 18. Jahrhundert, der Anfangszeit von Uhrmacherhandwerk und Präzisionsmechanik. Die Versuchung ist zu groß, menschenähnliche Puppen zu bauen, die man auch mechanisch bewegen kann, damit sie Arbeiten verrichten, die bis dato Menschen gemacht haben. Der Wunsch der Menschheit, nicht zu arbeiten, ist aber schon sehr viel länger dokumentiert. Im sumerischen Epos Enki und Namu 2000 vor Christus geht es um die Zeit, in der die Götter des Himmels geboren wurden und sich die Muttergottheiten auf Himmel und Erde verteilten. Es gab niemanden, der die Arbeiten der Götter verrichtete. Die Götter waren hauptsächlich damit beschäftigt, mit den Muttergottheiten Nachkommen zu zeugen. Jedoch nahm die Arbeit dadurch immer mehr zu. So kam es, dass niemand mehr Zeit hatte, die Nahrung für alle Götter herzustellen. Der Gott Enki wurde damit beauftragt, eine Lösung zu finden. Rastlos ging er in seinen heiligen Räumen umher, nichts wollte ihm einfallen. Da schlug er sich aus Wut auf seinen Schenkel. Durch den heftigen Schlag löste sich ein Stück Lehm. Umsichtig reagierte Enki sogleich und formte daraus eine unvollständige Figur. Es folgten Arme, Beine und der Kopf. Am Ende ließ Enki seine Weisheit in die Lehmfigur eindringen. Von nun an hatten die Götter die Menschen, um ihre Arbeit zu verrichten. Kommt euch das bekannt vor? Der Wunsch nach Sklaven oder Arbeitern setzt sich in den Roboterbildern aus Literatur und Film immer noch durch. Beispielsweise kommt der Begriff Roboter aus dem Tschechischen und bedeutet Arbeiter. Die Frage ist nur, muss ein Roboter wie ein Mensch aussehen? Und muss ein autonomes, intelligentes System die Intelligenz eines Menschen kopieren? Oder kann man autonome, intelligente Systeme einfach so konzipieren, dass sie den Menschen unterstützen, in einer besseren, nachhaltigeren Welt zu leben? Wie schaut eine bessere, nachhaltige Welt denn nun aus? Die Vereinigten Nationen haben 17 Nachhaltigkeitsziele definiert, damit die Welt ein besserer Ort für alle Menschen wird. Die Themen spannen sich über eine große Bandweite. Klimawandel, Bildung, Gleichberechtigung bis Armut, Umwelt, Gesetze. SDG ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Sustainability Development Goals. Wie kann man nun ein AIS für SDG erfinden? Wir an der ETIT haben dafür einen einfachen, aber effektiven Prozess. Um eine gute Lösung für ein Problem zu finden, muss man sich zuerst einmal mit dem Problem beschäftigen. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Viele Menschen machen sich beispielsweise Sorgen wegen dem Klimawandel. Also fangen wir mit einem konkreten Problem an. Das Problem muss man natürlich gut verstehen und von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Was verursacht den Klimawandel? Wo kann man mit Lösungsansätzen den größtmöglichen Nutzen erzielen? Irgendwann einmal kommt eine erste Idee. Die verfolgt man weiter, indem man darüber recherchiert. Hat schon jemand so etwas gemacht? Gibt es schon gute Lösungen? Wie würde die Lösung den Menschen, die das Problem haben, gefallen? Am besten baut man dazu einen Prototypen, um die Lösungsidee gut zu veranschaulichen, und redet mit ganz vielen Leuten, um sich Feedback zur Idee und zur Lösung zu holen. Dann schreibt man sich das Feedback auf und überlegt weiter. Diese Schleife durchläuft man schon ein paar Mal und irgendwann geht ein Licht auf und eine gute Lösung ist da. Genauso hat es ein Team von TU-Studenten gemacht, die eine Lösung für den Klimaschutz im Bereich autonome, intelligente Systeme finden wollten. Dazu haben sie verschiedene Methoden verwendet. Zuerst mussten sie das Problem eingrenzen. Klimawandel hat viele verschiedene Ursachen. Am besten kommt man auf diese Ursachen, wenn man eine Ursachenanalyse macht. Dazu benutzt man beispielsweise ein Fischgrätendiagramm. Ja, genau, Fischgräten. Erkennt ihr den Kopf? Da ist das Problem Klimawandel. Die einzelnen Gräten stehen für verschiedene Ursachenbereiche wie Energieerzeugung, Industrie, Personentransport und so weiter. In diesem kreativen Prozess fallen einem dann schon ein paar Sachen ein, die einen selber betreffen. Zum Beispiel Bananen. Wenn man die so gerne isst,
aber weiß, dass sie für die Klimabilanz nicht sehr zuträglich sind, kann einem das schon Kopfzerbrechen bereiten. Und da ist schon ein erstes Problem. Der Bananenkonsum in Österreich ist nicht sehr nachhaltig. Das Studierendenteam überlegt weiter und startet eine Recherche. Tatsächlich, der Pro-Kopf-Konsum von Bananen in Österreich ist sehr hoch. Muss man auf das Bananenessen verzichten, um umweltbewusst zu sein? Das scheint bei erster Betrachtung der einzige Weg zu sein. Markus, die vom Team ausgedachte Persona, findet das gar nicht so toll. Und er ist nicht alleine. Bananen werden in Österreich sehr viel gegessen. Allerdings lässt sich der Verzehr von tropischen Früchten mit Klimabewusstsein kaum vereinbaren. Kann man Bananen nicht in Österreich anbauen? Das ist die erste Idee vom Team. Bananenanbau in Österreich. Geht wahrscheinlich nicht. Oder doch? Eine erste Recherche überrascht das Studierendenteam sehr. Es gibt tatsächlich in Österreich angebaute Bananen. Eine weitere Recherche zeigt, dass sie leider geschmacklich nicht an die tropischen Bananen herankommen. Dazu braucht man dann doch ein tropisches Klima. Das Team überlegt weiter und recherchiert weiter. Wie kann man in Österreich ein tropisches Klima erzeugen, damit die Bananen besser schmecken? Ein Glashaus, na klar. Das passt ja gar nicht zusammen. Ein Glashaus verbraucht sehr viel Energie für die Beheizung. Die Klimabilanz für den Transport der Bananen aus tropischen Ländern schaut viel besser aus als die Klimabilanz für ein Glashaus in Österreich. Sackgasse. Schlechte Idee? Die Studierenden bleiben dran und recherchieren weiter, indem sie nach Glashäusern suchen, die nicht so viel Energie brauchen. Und sie werden fündig. In China. Da gibt es doch tatsächlich Gewächshäuser, die Sonnenenergie für sich nutzen. An Solarpaneele gedacht. Viel einfacher und genialer. Das hier ist ein passives Solarhaus. Es hat eine isolierende Rückwand, die tagsüber Wärme speichert, um sie nachts abzugeben. Die isolierende Dachbedeckung sorgt in der Nacht dafür, dass die Wärme nicht so schnell verloren geht. Das passive Solarhaus hat kaum bis keinen Heizbedarf. Um die Temperaturschwankungen und die Luftfeuchtigkeit besser zu regulieren, kommen Sensoren zum Einsatz. Des Weiteren wird Hydroponik statt traditionellem Anbau mit Erde genutzt. Das spart bis zu 90% Wasser und erzielt höhere Erträge pro Quadratmeter. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz können Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffe optimiert werden. Markus hat eine Lösung für sein Dilemma gefunden. Er isst Bananen, die mit einem autonomen, intelligenten System in Österreich produziert werden, verbessert damit seine persönliche Klimabilanz und trägt somit zu einer nachhaltigeren Welt bei. Das Studierendenteam hat sich nicht nur diese Produktidee überlegt, sondern auch einen Plan, wie es diese Idee Schritt für Schritt umsetzen kann. Wie viel es kostet, welche Kooperationspartner dafür in Frage kommen. ExpertInnen, die sich die Produktidee angeschaut haben, haben sie als investitionswürdiges Startup eingestuft. Das ist nur eines der tollen Projekte, die man an der TU Wien ETIT verfolgen kann. Mit einer Ausbildung an der Technischen Universität gehen wir in die Tiefe. Wir müssen anfänglich viel Theorie lernen und das ist nicht immer einfach. Jedoch hilft uns dieses Wissen und die Fähigkeiten, die wir uns während eines ETIT-Studiums aneignen, später echte Probleme zu lösen und wie in diesem Fall innovative Lösungen aus dem Bereich autonome intelligente Systeme für eine nachhaltige Welt zu konzipieren und auch umzusetzen. Die hierfür notwendigen Grundlagen liefert ein Bachelorstudium Elektrotechnik. Roboter, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, virtuelle Realität, das sind alles Teile eines AIS oder bilden in verschiedensten Kombinationen miteinander ein AIS. Definitionsgemäß findet sich ein AIS idealerweise in einer Umgebung zurecht, die sich verändert, handelt zielgerichtet, löst selbstständig Probleme und ist gleichzeitig lernfähig. Das nächste Mal, wenn wir an Roboter und künstliche Intelligenz denken,
dann denken wir vielleicht an das intelligente Solarhaus mit den einzelnen Komponenten, die es autonom und intelligent machen und halten nicht an alten Fantasien fest. Denn Technik machen wir Ingenieurinnen und Ingenieure für Menschen, um ihr Leben zu verbessern. Das heißt, der Mensch steht immer im Mittelpunkt und Technik ist das Werkzeug. Welche Werkzeuge wir entwickeln, entscheiden wir Menschen. Dazu müssen wir aber wissen, was wir wollen. Und vielleicht müssen wir bei all den technischen Errungenschaften noch ein Stück weiter denken und uns die Fragen stellen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Dieses Video ist Teil der ETIT Erklärt-Reihe von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Wien. Dr. Lara Lammer ist Expertin für Produktentwicklung AES und lehrt dieses Thema auch als Transferable Skill an Studierende aller Studienrichtungen der TU Wien.